Im letzten Video haben wir euch die Formula Student vorgestellt mit dem Racing-Team aus Twente. Und heute geht es um die Technik. Und damit herzlich willkommen in unserer Hengstgarage. Mein Name ist Kai und heute schauen wir uns die Technik an. Heute möchte ich mit Charlotte etwas über die Technik des Fahrzeugs sprechen. Charlotte, magst du dich einmal vorstellen, was ist deine Aufgabe hier im Team? Ja, ich bin Charlotte Geuss. Ich bin der technische Manager dieses Jahr im Team. Das heißt, ich überwache den ganzen technischen Prozess, dass alles wie geplant läuft. Wir haben im ersten Video ja schon geklärt, dass es sich hier um ein Brennstofffahrzeug handelt. Falls ihr das erste Video verpasst habt, verlinken wir euch das oben rechts. Und ich denke, wir schauen jetzt einmal über die Komponenten. Wie ist eine Brennstoffzelle überhaupt aufgebaut? Viele wissen vielleicht, dass in die Brennstoffzelle Wasserstoff reinkommt. Dann braucht die Brennstoffzelle noch Sauerstoff und es kommt Wasser wieder raus. Kannst du uns ein paar Informationen mehr zur Brennstoffzelle geben? Wie funktioniert euer Fahrzeug? Ja, die Brennstoffzelle ist eigentlich nur ein Teil dieses ganzen Systems. Es beginnt im Prinzip beim Tank. Der ist jetzt leider im Moment nicht hier. Da haben wir Wasserstoff, da lagern wir unseren Wasserstoff drinnen. Der Tank ist auf 350 Bar. Das heißt, die Brennstoffzelle, die kann nur weniger. Das heißt, der muss runterreguliert werden auf etwas zwischen 1 und 3 Bar, abhängig davon, wie viel Power wir brauchen. Und das passiert dann. Sorry, dass ich dich unterbreche. Das heißt, mit dem Druck regelt ihr nachher auch die Leistung der Brennstoffzelle? Ja, okay. Denn das ist natürlich eine chemische Reaktion, die dort stattfindet in der Brennstoffzelle. Und desto mehr Wasserstoff drinnen ist und desto mehr Luft auch drinnen ist, desto mehr Power haben wir natürlich auch. Der Wasserstoff geht dann in die Brennstoffzelle und reagiert dort mit dem Sauerstoff. Der Sauerstoff, der kommt durch den Hengst-Luft-Filter in unser System rein. Die Luft wird dann komprimiert, damit wir auch wirklich genug Sauerstoff im System haben. Und da dabei Wärme entsteht, muss die Luft wieder gekühlt werden in unserem Intercooler. Hier. Und da auch die Brennstoffzelle sehr empfindlich ist, muss die Luft auch leicht feucht sein. Das heißt, die wird dann hier im Humidifier leicht angefeuchtet, damit die dann wirklich die gute Qualität hat für die Brennstoffzelle. Du hast es gerade schon angesprochen, Hengst unterstützt euch in eurer Formula Student. Zum einen mit dem Luftfilter, den wir hier sehen, und dem Ionentauscher, den wir gerade nur schwer sehen, der sitzt hier in der Ecke. Das heißt, ihr erzeugt dann mit der Brennstoffzelle Strom quasi, mit dem ihr dann auf eure Elektromotoren geht, um das Fahrzeug anzutreiben. Ja, genau. In der Brennstoffzelle entsteht elektrische Energie auf, 180 Volt. Unser ganzes System läuft auf 600 Volt. Das heißt, es geht dann erst in einen DC-DC-Converter, wo das dann hoch transformiert wird auf die 600 Volt. Damit werden dann unsere Batterien, die hier in den Sideboards sind, aufgeladen, und die Batterien, die treiben dann unsere Motoren an. Die Motoren sitzen direkt dann an den Hinterrädern, genau. Hier. Genau, das heißt, ihr treibt bei diesem Fahrzeug nur die Hinterräder an? Ja, wir haben Zweiradantrieb. Bei so einem Fahrzeug haben wir natürlich auch eine ganze Menge Technik, die ihr einsetzt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr Komponenten oder das Fahrzeug erprobt? Macht ihr das alles im Stillstand? Geht ihr auf eine Teststrecke? Wie läuft sowas ab, so ein Testtag bei euch? Ja, wir haben ganz viele Sorten von Testtagen. Meistens beginnt es damit, dass wir jeden Komponent einzeln testen, und dann testen wir es im System stationär, und dann erst gehen wir auf die Rennstrecke und testen das echt beim Fahren. Zum Beispiel heute Nachmittag haben wir einen Wasserstofftest, der wird stationär sein, wo wir unseren neuen Code testen werden. Und dann werden wir nächste Woche Montag, wenn alles gut geht, bei dem Test heute Nachmittag wirklich auch auf der Rennstrecke testen. Wenn wir uns manche Komponenten hier etwas genauer anschauen, kannst du uns erklären, wofür die große Box hier im Heck des Fahrzeugs ist? Ja, das ist unser Electrostack. Besteht aus 3 Teilen. 2 Junction Boxes und dem Motor Controller. Der Motor Controller, der gibt einfach die Kommandos an die Motoren, wie schnell die laufen müssen und so. Und die Junction Boxes, da kommt im Prinzip alles zusammen. Das heißt, da gucken wir, dass die Energie, die wir aus der Brennstoffzelle
nehmen, dass die dann auch an die richtige Stelle im Auto kommt. Ich habe gesehen, in den Seitenkästen hier verbirgt sich auch noch eine ganze Menge Technik. Ich gehe mal davon aus, dass hier Kühlung integriert ist. Kannst du uns ein paar Sätze zur Kühlung des Fahrzeugs sagen, wofür ihr die braucht und was da genau in dem ganzen System gekühlt wird? Ja, das sind unsere Radiatoren hier rechts und links. Die Brennstoffzelle ist recht ineffizient. Die Effizienz variiert zwischen 40 und 60%. Das heißt, der Rest der Energie, die man da reinsteckt, wird in Form von Wärme abgegeben. Und das heißt, das muss man dann kühlen. Das heißt, mit den Radiatoren, die kühlen das Wasser. Und das Wasser, das wird dann entionisiert, um eine chemische Reaktion mit dem Kühlwasser zu verhindern. Und dann wird die Brennstoffzelle gekühlt und dann mit einem zweiten Kühlsystem werden die Motoren, der Motorcontroller und die DC-DC gekühlt. Zusätzlich zur Luftreinigung hat der Luftfilter ja auch die Aufgabe, Gase aus der Luft abzuscheiden, damit die Brennstoffzelle nicht beschädigt wird. Messt ihr die Daten raus, also welche Leistung die Brennstoffzelle hat, um sowas zu kontrollieren? Ja, wir messen die Leistung aus der Brennstoffzelle. Wir messen auch, wie viel Sauerstoff wir brauchen und das können wir dann vor allem mit unserem Kompressor regeln, wie viel Luft der dann zieht. Eine letzte Frage zur Brennstoffzelle selber. Warum habt ihr euch für eine Brennstoffzelle entschieden? Ja, als Team machen wir Brennstoffzelle schon seit über 10 Jahren. Wir haben, wie im letzten Video schon erklärt, haben wir erst an einem anderen Wettbewerb gemacht. Und wir selber sind davon überzeugt, weil durch die Energiewende, die natürlich stattfinden muss es mehr Energiespeichermöglichkeiten geben. Und es gibt nicht für jedes Haus, für jedes Auto, für jeden LKW eine Batterie. Dafür gibt es keine Rohstoffe und dafür ist auch das Grid nicht ausgelegt. Das heißt, es muss eine andere Lösung her oder eine Lösung, die neben den Batterien bestehen kann. Und Wasserstoff ist eine sehr gute Option, die mit der gegebenen Infrastruktur auch mithalten kann. Genau in diese Richtung entwickeln wir ja auch, dass wir uns die neuen Technologien anschauen. Was wird die Antriebstechnik der Zukunft sein? Ja, passt. Wir haben jetzt viel über die Antriebseinheit gesprochen. An welchen Themen arbeitet ihr sonst noch verstärkt in diesem Jahr? Wir haben natürlich nicht nur ein Hydroelectric-Team, wir haben auch ein Mechanics-Team. Und die haben im Prinzip die ganze Struktur für das Auto gebaut. Dabei haben wir auch viel Fortschritte gemacht. Unser Chassis ist sehr viel leichter geworden und auch besser. Das heißt, wenn wir jetzt crashen, dann ist der Fahrer auf jeden Fall sicher. Wir haben aerodynamisch einige Verbesserungen gemacht. Wir generieren jetzt mehr Downforce und weniger Dragforce. Und besonders für unsere Zuschauer, Downforce und Dragforce, magst du das ganz kurz in einem Satz erklären? Ja, Downforce ist im Prinzip die Kraft, die das Auto in einer Kurve am Boden hält, dass man dann schneller durch die Kurven kann. Und Dragforce ist der Luftwiderstand. Besonders stolz sind wir dieses Jahr auf unseren Achsschenkel. Der ist 3D geprintet aus Titanium. Und dadurch, dass er geprintet ist wirklich nur das Material dran, was dran sein muss, dass der wirklich alle Kräfte widerstehen kann. Vielen Dank, Charlotte, für die vielen Informationen und technischen Eindrücke, die du uns gegeben hast. Sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, wie die Werkstatt aussieht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.